meiner neuen Reihe 24 Boxen für Adventskalender zeige ich dir heute diese Diamantbox. Sie hat einen raffinierten Deckel zum Drehen und ist ganz einfach und schnell gebastelt. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Und heute zeige ich eine weitere Box aus meiner Reihe, du hast es schon gehört, 24 Boxen für Adventskalender. Es ist die Diamantbox an der Reihe. Diese Diamantbox habe ich so gemacht, dass sie eine Öffnung hat, einen Deckel zum Drehen. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Du brauchst nicht viel dafür. Du erinnerst dich vielleicht, die Reihe ist so gedacht, dass du mit einem Paket Designerpapier in 12 x 12 Inch und einigen Farbkartons einen kompletten Adventskalender mit 24 Boxen basteln kannst. Entweder von einer Sorte alle Boxen oder jede einzelne Box, so wie ich zeige, oder du mischst das so, wie dir die Boxen gefallen. Okay, es geht los. Wir brauchen den Papierschneider wie üblich. Wir brauchen außerdem ein paar Kreisstanzen oder, wenn du die nicht hast, diese Stanzschablonen mit der Stanzmaschine, dann ja, schau doch mal in deinen Küchenschrank. Du hast da unterschiedliche Gefäße mit unterschiedlichen Kreisen von Tassen, Eierbechern, Schalen, Schüsseln. Da findet sich bestimmt was. Wir haben jetzt hier die Stanzschablonen und das Designerpapier, den Papierschneider und dann können wir schon mal loslegen. Okay, ich habe ein Stück Designerpapier. Eigentlich 6 x 6 Inch, ich habe es aber dann gekürzt auf 15 x 15 cm und ein Stück Farbkarton in den Maßen 13 x 13 cm. Bei dem Stück habe ich mir die Mitte markiert, von jeder Seite, das sind 6,5, und von diesen zwei Markierungen, die ich habe, möchte ich jetzt Diagonalen einzeichnen und ich probiere das mal wieder hier mit meinem Papierschneider. Das geht super damit. Das einzige Problem ist bei mir, dass ich es nicht richtig sehe, aber selbst da funktioniert das. Also ich lege die beiden Bleistiftmarkierungen, die Mitte dieser Seite bei 6,5, genau in die Schiene, richte das aus, schaue, ob es passend ist und ziehe dann meine Falzlinie. Und das mache ich reihum. Ansonsten geht das natürlich mit einem Falzbein oder einer stumpfen Spitze. Der Aufhebhelfer hat so ein Element dran, damit kann man das wunderbar machen. Und mit dem Lineal. Okay, dieses hier wird unser Boden. Und zwar klappe ich schon mal die 4 Spitzen nach unten und wir erhalten ein Quadrat. Legen wir uns beiseite und widmen uns jetzt dem Designerpapier. Das Stück ist ja gekürzt auf 15 x 15 cm und reihum ziehe ich mir jetzt eine Falzlinie bei 1 cm. Papierschneider sieht man das auf der rechten Seite besser, deswegen lege ich da den 1 cm genau oben an und ziehe meine 4 Falzlinien. So, wenn wir das haben, sind wir auch schon sehr weit. Schauen uns das jetzt mal an. Es sind an den Ecken, damit wir die gleich mal richtig sehen, halte ich die mal um. An den Ecken sind jetzt kleine Quadrate entstanden, die brauchen wir schon mal nicht. Deswegen werden wir die jetzt ausschneiden. Und weil diese Seitenflächen unsere Klebeflächen sind, schneiden wir jetzt hier so ein bisschen schräg. Ich mache es und zeige es. Das ist so eine Schräge. Wollen wir hier haben. Links und rechts, dann behindert uns nachher beim Kleben auch nichts. Und das mache ich an allen 4 Seiten. Die Quadrate raus. Und das letzte auch noch. Genau. Jetzt haben wir unser Feld, hier diese Mittellinie. Entweder hättest du vorhin dir die Markierung gezogen, dann waren es 15 x 15, also bei 7,5. Jetzt haben wir aber schon die Ecken weg, also ist unsere Linie hier 13 cm lang. Und da gehen wir genau in die Mitte und setzen uns bei 6,5 wieder unsere Markierung. Genau, die habe ich hier mit Bleistift schon mal angesetzt. Du siehst es hier sieht man sie besonders gut bei 6,5. Und auch da setze ich jetzt schon meine Schere an, schneide hier so einen Keil raus. Nur auf der 1
1 cm breiten Klebefläche. Das ist der Keil. So, und einen Keil haben wir noch. Warum mache ich das? Das jetzt. Wahrscheinlich siehst du besser als ich. Wenn man nicht so gut sieht wie ich, dann ist das die Variante, mit der ich jetzt hier das wunderbar einlegen kann und so sehe, wo meine Diagonale eingezeichnet wird. Und die falze ich hier drüber. Von der Spitze zur nächsten Spitze, also von dem Keil hier, ziehe ich meine 4 Falzlinien. Auch hier ist natürlich die Möglichkeit, es mit dem Falzbein zu machen. Mit Lineal. So, und die 4. Linie noch. Und dann haben wir die. Geben wir das ab, nehmen unseren Papierschneider beiseite. Ja, wäge gerade noch ab. Ich glaube, ich nehme mal wirklich die komplette grüne Seite. Ich falze jetzt innen. Und ja meine Klebeflächen. Nach innen. Und einmal innen. Und noch. Jetzt habe ich hier ein wunderbar schönes, exaktes Quadrat. Du kannst dir schon vorstellen, wie die Sache nachher läuft. Ich möchte aber noch für meine Schachtel diese Öffnung hier oben haben, diesen Kreis. Und den stanze ich jetzt mal gleich. Dabei lege ich dir schon mal meine Kreise hier hin. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten. Einmal kann man den kleiner machen. Wichtig ist, dass man doch einen schönen Rand hat. Sagen wir so mindestens 1 cm, damit man Platz und eine Festigkeit für diesen Haken hier oben hat. Das muss ich für die Ewigkeit halten, aber doch so lange, bis es geöffnet wird. Und vielleicht möchte man es ja auch schön zum Dekorieren hinstellen und immer mal bewegen. Also ein bisschen stabil sollte es schon sein. Kreisschablonen. Ich flitze mal ganz schnell zu meiner großen Stanz- und Prägemaschine, weil in die kleine, siehst du ja, passt das nicht rein. Vermittel hier meine Stanzform, lege es genau mittig auf und stanze den Kreis auf. Bin gleich wieder da. Tatsächlich, ich komme wieder. So, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie mittig haben wir es hingekriegt. Du siehst schon ein bisschen schief, du weißt warum. Musste schnell gehen, hier war es mehr in der Mitte. Das korrigieren wir uns jetzt ein bisschen, das siehst du gleich. Du kannst dir das natürlich wunderbar anzeichnen, die Mitte einmalen und gut ist das. Ich habe das jetzt nicht so gemacht. Aber es ist wieder aus dem Kapitel aus Angelas Fehlern lernen. So, jetzt habe ich die beiden Gestaltungen. Jetzt überlege ich gerade mal, ob mir das Grün wirklich passt. Das ist okay. Wobei ich einmal kurz schaue. Ja, ich glaube, ich nehme das Celadon. Moment. Celadon passt fast besser. Muss man hier so ein bisschen abwägen. Nö, ich bleibe doch beim Farngrün. Entschieden. Gut, Farngrün, Lodengrün und wir kleben jetzt einfach die Kreise auf. Das mache ich tatsächlich mal mit Flüssigkleber. Und dadurch gibt es einen stabilen Deckel. Immer den kleineren auf den größeren. Dann kannst du sicher sein, dass du nicht zu viel Klebstoff aufträgst. Ja, ist so, den letzten Kreis. Ausmitteln. Wie sie sagt, Kreise. Wenn du keine Stanzform hast, hast du bestimmt andere Ideen. So, dann habe ich noch eine Stanze. Und ich mache das jetzt mal ganz einfach. Hier sehe ich ja, wo Rand ist. Suche mir ein Stück aus, eine Ecke und setze hier auf den grünen, in dem Fall, meine Spitze, meine Stanze, das Loch, da ist es.
So, jetzt habe ich ja gesehen, ich bin hier ein bisschen schief geraten. Das macht nichts. Da ist das Loch. Hier ist mein Bleistift. Ja, genau. Jetzt kann ich ruhig mal spaßenshalber die Ecken rumklappen. Das müsste ja gut überall funktionieren. Dann lege ich mir das so auf. Hier sind die etwas breiteren, da werde ich auch hingehen. Und jetzt das Ganze genau mittig abdecken, indem ich hier eine Markierung setze, die ich jetzt wieder suche. Und meine jetzt ist wieder der Moment für Blinde. Jetzt. Jo, passt. Da ist das Loch. Hier ist der Deckel. Jetzt wird er wahrscheinlich gut mittig passen. Und dann gibt es im aktuellen Jahreskatalog diese runden und viereckigen Spreizklammern. Ich nehme mir mal so eine kleine runde. Ja, da ist sie. Die setze ich hier oben rein. Den Deckel setze ich dann rein, aber da ist das schon mal vorbereitet. Jetzt nehmen wir unsere Klebeflächen und in dem Fall alle 4, also alle 8 eigentlich, alle 4 Seiten und Doppelseiten Abreißklebstreifen drauf. Heißt das so? Ja, heißt so. Mann, Mann. Ich wollte schon neue Wörter erfinden, aber das ist ja ein echtes Wort. So. Hättest du übrigens auch vorher machen können und dann hättest du da die Ecken rausschneiden können und der Klebestreifen wäre wunderbar bis in alle Ecken gegangen. Das ist mal so ein kleiner Tipp, den ich gerade wieder versäumt habe, selber zu machen. Spät dran gedacht. Okay, du siehst hier überall Klebeflächen und dann wird das wunderbar aneinander geklebt. Ich ziehe die erste Spitze ab. So, es ist nur wichtig, den richtigen Anfang zu finden, aber auch das ist relativ einfach. Du kannst ja nicht so aneinander kleben und nicht so aneinander, sondern du möchtest diese Lücke hier reinkleben. Also wenn ich das hochklappe, dann kann diese Spitze hier drin sitzen. Also das erste Feld setze ich hier bündig an bis zur Spitze unten. Exakt festkleben und dann das nächste hier ran. Und schön gerade drauf. Sieht das auch super aus. Du siehst, die erste Seite, ähnlich wie hier, ist fertig. Nächste Spitze. Wieder 2 Klebeflächen. Schutzfolie abziehen. Schauen, dass ich gut hier an die Kante komme. Abdecken. Und die zweite Fläche von dieser Spitze und hoch und rüber ziehen. Noch kann ich gut innen reinkrabbeln. Auch die dritte Spitze. Wenn du das mit der Öffnung, mit dieser Klappe hier, mit dem Loch oben drauf im Deckel, also so eine Schiebe- oder Drehschachtel nicht machen möchtest, kannst du auch so eine Ecke einfach offen lassen und am Ende mit einer Klammer oder mit einem Bändchen. Geht auch, habe ich auch schon mal eine Anleitung gemacht. Verlinke ich dir hier. Ansonsten frag mich. Nächste Spitze. Das wäre jetzt der Moment, wo wir dann also praktisch an den letzten beiden Klappen keine Klebefläche bräuchten. Ne, hier. Also die so mit einem Band. So, jetzt muss ich von innen reinkrabbeln. Dafür haben wir aber die Öffnung oben, dann passt das hoch. Das wird das letzte Feld hier gut ansetzen. Einsetzen. Passt genau. Ich mache das mal so. Ich biege die nach innen und ich schiebe das rein. Dann sitzt das und krabbel von innen gegen. Und du siehst, wie sie sehen sie nichts. Passt es. Jetzt sieht auch alles gut aus. Sitzt super drinne. Alle Felder. Ja. Jetzt suchen wir nochmal das Loch. Wo ist es? Hier. Man fühlt es. Okay, jetzt nehme ich den Haken. Schiebe das mal nach außen, stecke das hier drauf und biege innen die Beinchen auseinander von dieser Spreizklammer.
ruhig ein bisschen stabil. Und dann drehe ich den Deckel drauf. Und dass wir vorhin das Loch so nicht ganz mittig hatten, sieht jetzt kein Mensch mehr, weil die Klappe mittig drauf sitzt. Jo, fertig ist die Diamantbox mit diesem tollen Deckel. Alle weiteren Schachteln verlinke ich dir in der Playlist. Schreib mir doch mal, welche dir bisher am besten gefällt. Jo, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Hier geht es weiter mit weiteren Anleitungen und Ideen. Schau sie dir einfach an, bleib dran und ich freue mich, wenn du einen Kommentar da lässt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.